Ja, hallo Leute, willkommen bei Bushcraft and Nature. Heute geht es nochmal um einen Tarpaufbau, wie ihr gesehen habt. Und zwar hatte ja das Video mit dem Tarpaufbau Tipi mit Vordach aus dem 3x3 Meter Tarp eine Riesenresonanz. Ich will daraufhin nochmal darauf zurückkommen. Es waren ja auch viele Kommentare, die gesagt haben, ja, wie sieht es aus mit dem Platz? Kann man da drin schlafen? Warum hast du nicht eine Isomatte reingelegt? Ich muss dazu sagen, ich habe es damals nicht dafür konzipiert, um da drin zu schlafen, sondern um im Herbst, Winter, wenn es stürmt, wenn es kalt ist, gemütlich draußen zu sitzen und was zu kochen und die Natur zu genießen. Aber mittlerweile gefällt mir der Aufbau auch so gut, dass ich auch darüber nachgedacht habe, da drin mal einen Overnighter zu machen. Tja, und daraufhin habe ich keine Kosten und Mühen gescheut und habe mir, wie ihr seht, hier von DD Hammocks nochmal das Tarp in 4x4 Meter geholt und habe jetzt den Aufbau nochmal getestet und siehe da, voilà, es ist ein wunderbarer Tarpaufbau, um da drin zu schlafen. Viele von euch kennen ja bestimmt auch dieses Jum P1 oder 1P, wie es heißt, dieses Canvas-Tarp, was ja eigentlich schon so geschnitten ist. Und ich habe mir gedacht, Mensch, ja, wenn es so viele Fans hat, das muss doch auch irgendwie möglich sein, das Ganze aus dem normalen Tarp zu machen. Ja, und das Ganze, was ihr jetzt hier seht, ist dabei rausgekommen. Ja, wo ist jetzt der Unterschied zur 4x4 Meter Variante? Ganz klar, ist einfach nur der Platz. Der Aufbau ist völlig identisch wie das Video, was ich gezeigt habe mit der 3x3 Meter Variante. Deswegen habe ich jetzt in diesem Video auch nicht nochmal alle Details gezeigt. Wen das interessiert oder wer die Details möchte, dem verlinke ich das Video nochmal hier oben. Da könnt ihr euch das genau anschauen. Der einzigste Unterschied ist halt, wie gesagt, das 4x4 Meter Tarp. Ja, und dadurch haben wir natürlich viel mehr Platz. Und das ist ein richtig gemütlicher Aufbau für einen Overnighter. Ich denke, ich zeige euch das Ganze jetzt mal von innen. Dann schauen wir mal rein. Wie ihr seht, ich habe jetzt hier die BW Nässeschutzplane reingelegt und mal eine Isomatte drauf. Und man sieht schon, es ist erheblich mehr Platz wie bei der 3x3 Meter Variante. So, dann gehe ich mal mit euch da rein. Krabbel mal runter. Also wie ihr seht, das Vordach ist jetzt auch ein bisschen höher, ist nicht mehr ganz so knapp. Aber ich sage mal, ist natürlich nicht der Aufbau, um da ewig rein und raus zu krabbeln. Das ist wirklich eher ein Aufbau, der einen schützt. Ja, hier habe ich jetzt meine Matte drin. Lege ich mich mal hier rein. Wie ihr seht, das ist schon mal richtig klasse mit den Füßen. Man kommt auch nicht mehr so an das Tarp. Natürlich ist jetzt im hinteren Bereich hier auch mehr Platz, also mehr als genug für Ausrüstung, für einen Rucksack. Ich zeige euch das mal. Hier ist die Kante vom Aufbau. Ihr seid also noch weit genug drin mit der Isomatte. Und dann kommt da hinten noch ein riesen Eck, wo ihr ganz viele Sachen reinlegen könnt. Ich habe jetzt meinen Rucksack einfach mal zur Demonstration dahin gelegt. Also da können noch Sachen hin, Schuhe, Kochzeug. Also da habt ihr dann wirklich reichlich Platz. Hier ist dann das Fußende und da fängt wieder das Vordach an. Also wie ihr seht, mit dem 4x4 Meter Tarp ist reichlich Platz zum Schlafen da drin. Das ist ein perfekter Aufbau für einen Herbst-Overnighter. Also ich bin da wirklich begeistert vom Gewicht her. Wenn man alles aus dem DD Hammocks Tarp rausnimmt, sind es noch 1300 Gramm. Das ist für mich jetzt gerade noch so am Limit. Manche Zelte wiegen das auch und ihr habt hier wirklich einen kompletten Schutz und ihr habt einfach nur ein Tarp. Durch die Länge, die das Tarp hinten hat, sollte man es aber im Gegensatz zu dem 3x3 Meter Aufbau nochmal in der Mitte abspannen, so ein bisschen rausziehen, dass ihr vom Boden mehr Platz habt. So, dann gehe ich mit euch noch mal rein, damit man mal sieht, wie das hier von der Höhe sich verhält und das Rein- und Rausgehen ist. Hier den Dreck von den Händen. So, mal rein hier. Leg mich mal hier auf meine Isomatte. So, wie ihr seht, es ist reichlich Platz hier drin. Also hier kann auch einer mit 1,80 liegen. Ja, und hier vorne im Bereich könnt ihr noch schön kochen. Hier könnt ihr euer Essen hinstellen, könnt auch im Liegen kochen.
weil es ist alles schön überdacht. Da hinten würde ich glatt meine Schuhe hinstellen, da käme ich dann rein oder raus. Die sind da auch schön geschützt. Ja, und hinten habt ihr gesehen, ist reichlich Platz. Also es ist ein sehr schöner Aufbau für eine Herbst-Winter-Übernachtung. Ja, richtig schön gemütlicher Aufbau, liegt prima hier drin. Obwohl es jetzt schon kalt ist, reflektiert sich die Wärme trotzdem schon ohne Kocher. Das ist eine richtig schöne Sache. Ja, dann zeige ich euch doch nochmal meinen Ausblick, wie das für mich von hier drinnen aussieht. Wenn ihr euch vor an die Kante legt, könnt ihr nachts sogar noch den Sternenhimmel sehen. So, dann zeige ich euch nochmal die extra Abspannung, die ich gemacht habe, da hinten, damit ihr das auch mal seht. Das 4x4 Meter Tab hat eine Abspannlasche mehr und ich habe jetzt einfach hier die letzte vom Boden, die habe ich zum Baum hochgespannt, dass ich da ein bisschen mehr Luft bekomme. Ja, das war eigentlich alles. Jetzt wisst ihr, wie ihr aus einem 4x4 Meter Tab einen Schummaufbau machen könnt, der sehr beliebt ist und nicht extra das teure Canvas Tab kaufen müsst. Ja, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Ich werde mir jetzt wie immer in alter Gewohnheit hier noch schnell einen Kaffee kochen, bevor ich zusammenpacke und noch ein bisschen die Natur genießen. Wer möchte, kann gerne dabei bleiben. Und ich würde mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Detlef. Tschüss, ciao.